Und da sind wir wieder, ihr Lieben, mit dem nächsten Teil der Starfield-Serie bei uns. Und ja, wir haben einen dubiosen Job angenommen. Wir sollen Daten löschen in einem Apartment. Und dafür müssen wir irgendwo einbrechen. Es liegt uns natürlich gar nicht, Thema. So, wo ist denn hier? Warum sagt er jetzt hier, lösche die Daten, ist immer noch hier? Nee, das kann ja nicht sein. Okay. Wir laufen erstmal, aber das scheint ja da hinten zu sein, ne? Ja. 12, 7, 6. Nee, das ist schon weiter weg, aber okay. Immer noch in der Nähe anscheinend. Gut ist, dass wir die Loge jetzt erstmal schon entdeckt haben, dann können wir da auch schnell reisen hin. So, wollen wir gerne mal zu den Wohnungen. Ist natürlich bitter, wenn die drin ist oder so. Das wäre schlecht. Okay, hier rein anscheinend. Nee. Ich befürchte, das war falsch. Ja. Das war falsch. So, das geht nicht. Das wäre möglich. Aber nee. Muss es das hier sein? Ja. Okay, perfekt. So, wir gucken erstmal nach wertvollen Gegenständen, logischerweise. Wie immer. Vermutlich sollten wir aber nicht allzu lange bleiben. Hast du mich erschrocken? Schlafzimmer ist er auf jeden Fall nicht. Duschen hat sie auch am Start. Was ist hier noch? Noch irgendwas Schickes für uns zum Abräumen? Bücher. Leere Schreibtischschublade. Auslage. Nee, okay. Dann. Hier ist auch gar nichts wieder mal, ne? Also wirklich gar nichts zum Abräumen. Naja, dann mal rein hier. Personalakten, da wollen wir hin. Emilio. Genau, dann müssen wir alle Daten löschen. Jawohl. Dann. So, wir könnten, aber wenn wir gerade schon mal hier sind, mindestens noch die eine Aufzeichnung. Perfekt. Könnten wir wenigstens hier nochmal lesen. Mr. Thrush wurde beschuldigt. Okay. Für Kelten löschen wir auch mal alles, dann ist wenigstens alles gelöscht, dann ist es nicht so auffällig. Raus hier. So, wir waren nie hier, logischerweise. Wer was anderes behauptet, lügt. Dann schauen wir mal, dass wir zurücklaufen. Also, wir haben für beide alles gelöscht. Der andere Kelton Thrush hatte nämlich auch ein paar schlechte Notizen. Was ist hier eigentlich? Gibt es hier irgendwas Wichtiges? Irgendwie die Lobby wird hier das Ganze genannt. Here we are, the Lodge. The front door should unlock
Also die... Hold up the watch that I gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for us inside. Okay. Ah, okay, das war, glaube ich, die Hauptmission. Captain, everyone will be in the library, just inside. Okay. Sorry, da müssen wir erstmal nochmal zurück. Die Hauptmission wollte ich jetzt eigentlich noch nicht durchspielen. Die soll aber auch relativ kurz sein, wenn man das richtig liest. Also die Hauptaufgaben sind eben diese... Okay, ne? Also ich habe es auf Mittel stehen, das sieht man, finde ich, aber reicht auf jeden Fall aus. Data's right here. When you're done with your part. You have some good news for me? Yes, I have. They sure are. Alles für den Neuanfang bereit. Saw that things have updated. Great job. You came through for me, so now I'll do the same for you. This slate has all the data Kelton needs. Hand it over to him, stuff it down his throat. It's all the same to me. Okay. Damit haben wir das. Und dann können wir jetzt den anderen glücklich machen mit den Daten. Wir werden mal nicht sagen, wie wir das geschafft haben. Ich glaube, das möchte er auch gar nicht so unbedingt wissen. Aber was mich ja nochmal interessieren würde, wenn ich jetzt dann doch nochmal Lust hätte einfach. Auch nicht viel besser, ne? Also vom Gefühl her. Auch nicht viel schlechter, aber wahrscheinlich braucht es dafür eh einen Neustart. I tried So. to tell my colleagues that botany was important. I tried to warn them. I hope you have the data. It's I have the data. crucial. Du schuldest mir was Geld mehr als du If glaubst. it's all the same to you, I'd prefer to go on not knowing. I'm sorry if this was complicated. I'd prefer to remain unaware of the details in the event that it comes up later, particularly in a legal setting. And I suppose I'd better verify the data to make sure Emilio didn't double-cross me. But you have once again come through for me. I'm truly hoping that this is the last piece I need to figure out what we can do. Für eine Handvoll Trades tue ich alles. Hardly reassuring. It is in fact the exact opposite. Still, though, thank you for your assistance. So, also Credits brauchen wir immer, ne? Und jetzt ist bestimmt wieder, dass ich später nochmal wiederkommen soll. Könnte ich mir vorstellen. Schau später bei Kelten vorbei, jawohl, okay. Dann nächste Mission, dann schauen wir mal weiter. Den Frieden wahren. You see, hier sehen wir jetzt Reise nach Neon auf Volia Alpha im Voli-System. Da wollen wir jetzt noch nicht hin. Super Ultra registriere ich für Vanguard. Das wollten wir auch noch nicht machen. Ich glaube dann... Ja komm, dann gehen wir jetzt tatsächlich und machen die Hauptmission einmal und gehen in die Bibliothek. Schauen wir mal. Weil alles andere wäre jetzt erstmal weiter reisen und wenn wir schon mal hier sind, es hat uns ja nicht ganz ohne Grund hierhin verschlagen, dann nutzen wir das auch. Die Loge. Extra für unsere Uhr öffnet. Und alle von der Constellation sollen drin sein. Auch das werden wir jetzt gleich gerne mal überprüfen. Schauen wir uns das mal an. Mal schauen, hier sind schon ein paar coole Gegenstände. Wir könnten auch erstmal hochlaufen, erstmal gucken. Schlüssel haben wir nicht, okay. Dann, let's go. Und here we are. We appear to have a visitor. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about.
Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Okay, wir sind einfach ehrlich, ne? I see. Bosco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Gerne. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Wer hatte denn diese Vision noch? I think it's anyone else who pulls one out of the rock for the first time. Why? We're not sure yet. So if you wouldn't mind adding another data point. Helle Lichter und Musik. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. Are you hearing this? Höre dem Meeting zu, das kriegen wir hin, oder? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Country, if you expect us to believe in fairy tales. If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? Gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. That's it. Just like the others. To imagine. We thought there were only two of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves that... Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. Aber da sind noch nicht alle Teile dabei, oder? She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Country? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting. Now, would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? Sprich mit Sarah. So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Was wisst ihr über die Artefakte? Was sind sie? Individually, they're just odd hunks of metal. Another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building, well, you'll be part of solving that puzzle now. Ich soll der Constellation beitreten? Was genau würde das heißen? We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. Okay, ich bin dabei. Wie geht's jetzt weiter? Take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. Constellation Rucksack hinzugefügt. 8000 Credits und ein Skillpunkt. Verfügbar. Okay, sprich mit Noel über die Unterbringung. Ist er Noel? Nein, das ist der Walter. Er hier ist Matteo. I don't drink, but I feel like if I did, Noel.
That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noelle. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. Was wollen wir mal sagen? Mich würde interessieren, was es noch andere Dinge zu erkunden gibt. Machen wir erstmal die Vision, die ich hatte. Was denkst du, was es war? Oh, right, that. If we're approaching this rationally, I suppose we'd call them visual and auditory hallucinations. What you perceived as lights and music could be overloaded neural input, your brain's attempt to make sense of something. An energy surge, some other phenomenon. Da haben nicht nur einfach Synapsen gefeuert. Es bedeutet was? Fragezeichen. Sure. I'm not trying to suggest otherwise. I wasn't there when it happened. I'm just thinking it through. It's okay. Now that this has happened to both you and Barrett, we can know to maybe expect it in the future. Be a little more prepared. We're all in this together now, right? Okay, Sarah hat was von einem Zimmer für mich Planning on erzählt. sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Right. So you've seen the library, obviously. Walter. Okay, wir folgen ihr sofort, aber eine Sache wollte ich mir nochmal anschauen. Neue Items. Wir haben ja super, guck mal, 12% Überzeugungschance für 5 Minuten, 20 plus 20:02 für 5 Minuten, 25 Regeneration. Das ist der Constellation Rucksack, der, ja, ich würde sagen, alles etwas schicker macht. Dann nehmen wir den doch. Wobei wir eigentlich schon auch coole haben, ne? Aber SR ist, glaube ich, der Rang, ne? Also wie wertvoll diese Waffen sind. Das hier ist Schaden, würde ich mal behaupten. SR-Rang 30. Anzüge. SR-Rang ist auch der hier 72. Das macht halt Sinn, ne? Weil die dann immer ein bisschen besser sind. Aber okay. Achso. Ja. Alles gut. Skillpunkt haben wir noch einen. Was haben wir eigentlich? Was können wir denn hier noch? Handel, Gastronomie, überzeugen. Wir machen mal überzeugen. Machen wir nochmal. Das erhöht auch die Prozente beim nächsten Gespräch. But Mateo has made more than a few contributions. Gardens are out the doors there, if you need a moment of quiet contemplation. Emphasis on the quiet part, at least usually. Let's head upstairs. Okay. Sebastian Banks, Constellation's founder, had this place built decades ago. It was a big to-do at the time, but most people in the city have forgotten we're here. So. Öffnet sich jetzt hier. Ah, Schlüssel kommen wir auch hier rein. Ah, verdammt. Wir sind jetzt rausgegangen aus dem Gebäude. Jetzt hoffe ich... da war ich zu neugierig. Bin ihr nicht gefolgt. Jetzt mal gucken, was passiert, weil sie ist ja wahrscheinlich weitergelaufen. Also, gehe ich von aus. Muss ich sie jetzt nochmal holen? Fragezeichen. Ja, der da unten. As much as I love uncover, I know everyone's excited by the artifacts, but we need to be as objective as possible and be aware of possible. Aber jetzt ist sie nicht mehr dabei, ne? Jetzt wollen wir gerade gucken. Das war jetzt ein bisschen doof. Haben wir jetzt irgendwas verpasst wahrscheinlich? Gut, dann gucken wir trotzdem mal uns das dann alleine an. Pinot Noir. Dartpfeile, können wir ein bisschen Dart spielen. Ist hier. Schriftrollenhalter. Was haben wir denn hier noch Schönes? Eine Kochstation. Guck mal, wir können hier kochen. Brot und Nährstoffe können wir zu Alien-Sandwich verarbeiten. Na dann, kochen wir doch mal.
Sonst noch irgendwas machen? Haben wir noch für irgendwas... Haben wir keine Dinge mehr? Stand. Tür. Irgendein Zimmer gehört uns jetzt und wir haben es nicht, konnten jetzt nicht rausfinden, welches. Das ist es auf jeden Fall nicht. Das sieht aus wie ein Besprechungsraum, um ehrlich zu sein. Jetzt haben wir natürlich Dings verpasst hier die Einführung, aber das könnte es tatsächlich sein. Lässt sich nicht öffnen, unzugänglich, weil ich befürchte fast, dass das nicht unser Zimmer ist. Bett. Das ist natürlich leider nicht, was hier wirklich ist. Ein Gehäuse. Aus der Stellkammer. Stift. Sieht auf jeden Fall belegt aus, sagen wir es mal so. Oh, okay. Kosmetikpackung. Wahrscheinlich auch nicht von uns. Pharmazeutisches Labor. Auch da können wir natürlich ein bisschen was tun. Machen wir mal Immobilizer. Verbände können wir auch noch herstellen. 2. Hier noch. Ein Freund will be. Kühlextraktor 25. Ja. Versuchen ja immer so ein bisschen auch hier nur die wertvollen Sachen mitzunehmen. Also das ist hier schon sehr umfangreich. Viele Türen. Viele Zimmer. Nicht, glaube ich, hier bei jeder eigentlich eingeladen. Ein Bericht, den wir sehen können. Hier ist auch noch ein Zimmer. Bastian Banks Rede. Gründer der Constellation. Könnte unseres sein. Bericht über die Constellation. Nochmal ein paar Credits. Nehmen wir natürlich auch mit. Aber wir hätten mal besser. Die Leute hier wären mal nicht rausgegangen, aber gut. So, die ist klar. Dann reden wir nochmal mit ihm hier. Mit ihm haben wir noch nicht geredet. Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you to think we're focused on the artifacts and nothing else. You matter too. You've done something really significant bringing that artifact here. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well, an explorer like you. It's really good to have you with us. So, was hältst du von der Version, die ich gesehen habe? I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. It's hard to judge otherwise. Both you and Barrett saw something. I don't think that's a coincidence. Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words divine revelation, but you know, if the label fits. Weiß, dass es wichtig ist, das spüre ich. Right? All of this is connected. We just need to figure out how and why. We're gonna get to the bottom of this. We just need more data, which means more artifacts. Die Artefakte kamen alle aus Höhlen. Second one was on Kazal, buried, the same as the one you found. But the first one, right under our noses for years, sitting in storage, masquerading as an oversized paperweight. Can you imagine potentially the greatest discovery in human history collecting dust? Wie bist du zur Constellation gekommen? Well, there was some overlap in interests. I'd spent years searching for religious relics from human history.
I had made a really incredible discovery, only to lose it to a greedy corporation. So I tried to steal it back. In the process, I met Walter. Turned out he owned the corporation. After a long talk, we realized we had a lot in common, and I was invited to join Constellation. Okay. Take care of yourself. Mit ihm auch gesprochen. Er hier mag uns ja nicht so, der Walter Stroud. Well, I suppose calling you a rock breaker may have been a bit out of line. Ja, vielleicht ein bisschen. Falls es eine Entschuldigung sein, du kennst mich nicht mal. Yes, you're right. My frustrations lie more with Barrett. Not the first time his shenanigans have jeopardized one of our ventures. Not fair of me to take it out on you, especially since it would seem he made the right call this time. So, let's start over, shall we? Walter Stroud, CEO of Stroud Eklund, member of Constellation, and oft-times grumpy old man. Echt? Welcome aboard. Ich bin froh, hier zu sein. By the way, in addition to a place to stay, the Lodge has a wealth of modification and research equipment. Spacesuit customization, pharmaceutical manufacturing, testing alien substances, the whole thing. Schon gesehen. You can even fashion industrial pieces for large-scale projects, if you don't mind extracting a few raw resources from a nearby planet, that is. I'm a fan of self-reliance, so I encourage you to make use of the tools we have to build what you need. Okay, stelle ein Item her oder modifiziere es, haben wir eigentlich schon gerade gemacht, ne? Welche Rolle spielst du bei der Constellation? Why, I'm the wallet. Someone has to fund all this, and all my success in business doesn't mean much if I can't put it to good use. I don't pretend to have the daring of Ms. Morgan, or the smarts of young Mateo, but I can make sure that they have the resources they need. And, as you've now seen, those resources aren't being wasted. We're onto something big here. Was ist Stroud Eklund für ein Unternehmen? Vielleicht nochmal als Frage. No expense spared. If you want the best and can afford it, you choose Stroud Eklund. Unfortunately, our success means you'll sometimes see Stroud Eklund ship modules on less than reputable vessels. They covet them. The bastards. I've tried to convince the United Colonies we can help in that regard, but they're married to Deimos Star Yards, and those old salts are stuck in the glory days. Okay. Ja, das soll jetzt erstmal reichen. Das soll erstmal reichen. Ich glaube, dann haben wir alle gesprochen, ne? Die 3 auf jeden Fall. Dann gehen wir mal zu ihr. Dickes Sofa. Jetzt kann nicht verwendet werden, okay. Dachte ich, setze mich mal neben sie. Are you ready to get to work? Or was there something else? Machen wir mal, ich bin bereit. Be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually. But a tip from the UC Vanguard sounds promising. Gut, dann kann ich mehr über die United Colonies erfahren. Rumrennerei. Machen wir so. Jumping to anthropology on me already? Oh, well, good. We all need our own reasons to be out there. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Okay. Verstanden, wir sind ein Team, bis wir das Artefakt haben. To head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? Verstanden. Good.
Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we? Okay. Erst wieder wegschicken, wenn die alte Heimat... Okay. Also, die bleibt jetzt erstmal bei uns. I am at your service, Captain. Dann gehen wir mal wieder raus in New Atlantis und machen dann das nächste Mal hier weiter, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns im nächsten Teil. Euer Kentrigo.